Wir schreiben das Jahr 1993. Pablo Escobar, der berühmt-berüchtigte Drogenboss, wird erschossen. Trotzdem galt sie bis Anfang der 2000er Jahre als die gefährlichste Stadt der Welt, Medellín. Begleitet uns hier auf YouTube auf unserer Reise durch Kolumbien. Was erwartet euch? Viele Eindrücke, Abenteuer, aber auch Enttäuschungen. Ein ungeschminkter Reisebericht. Nichts ist vorgebucht, denn das Beste in diesem Land ist, sich einfach treiben zu lassen. Und das völlig unvoreingenommen. Keine festen Orte zu planen, einfach leben und Spaß haben. Im letzten Video haben wir Cartagena einen kurzen Besuch abgestattet, sind zur Isla Grande übergesetzt, wo wir tauchen waren. Ein paar herrliche Sonnenuntergänge später wollten wir dann weiter. Über die Isla Barú machten wir uns auf zum Flughafen in Cartagena, von wo aus wir unseren ersten und einzigen Inlandsflug angetreten haben, nach Medellín. Die Stadt hat in den letzten 2 Jahrzehnten einen krassen Wandel durchgemacht. 2012 wurde sie sogar zur innovativsten Stadt der Welt ernannt und entwickelt sich nun mehr und mehr zu einem Vorzeigeprojekt ganz Lateinamerikas. So, wir sind jetzt in Medellín angekommen. Das erste Mal, seit wir in Kolumbien sind, haben wir einen Inlandsflug genommen. Das liegt einfach daran, dass es genau gleich viel kostet wie eine Busfahrt. Die Busfahrt würde 12 Stunden dauern, ist sau unkomfortabel. Die Busfahrer fahren wie Geisteskranke hier und mit einem Flug in 1,5 Stunden waren wir von Cartagena hier. Auch wenn es irgendwie unökologisch ist, aber bei aller Liebe, das muss man so machen. Man kann nicht ständig hier mit dem Bus unterwegs sein. Vor allem ist es auch tendenziell bei dem Verkehr einfach gefährlicher. Medellín gefällt uns, was wir jetzt in den ersten Minuten gesehen haben, richtig gut. Es fühlt sich jetzt nach Cartagena und der Karibikküste sau angenehm an, ein paar Grad weniger zu haben. Medellín wird nicht umsonst Stadt des ewigen Frühlings genannt. Es hat jetzt zwischen 20 und 26 Grad. Herrlich, nicht so schwül, nicht so drückend. Ich glaube, wir sind jetzt auch auf 1500 Meter Höhe. Ja, und heute am Sonntag geht hier nicht so viel. Die Stadt steht ein bisschen still und wir werden jetzt einfach ein bisschen rumlaufen. Medellín ist vom ersten Eindruck tatsächlich irgendwie ein bisschen eigen, wieder komplett anders wie jetzt die bisherigen Städte, würde ich sagen. Und vielleicht auch hier mal der richtige Zeitpunkt, um über die Sicherheit zu reden. Und zwar sind wir jetzt hier im Zentrum. Ich habe gerade eben nachgeschaut, hier ist es zum Beispiel relativ unsicher, vor allem ab 18 Uhr, sowieso wenn es dunkel ist. Aber so die Grunddevise ist einfach don't show your papaya, also zeig nicht, was du hast. Und so sind wir eigentlich auch bisher gut gelaufen. Außer ein paar Bettler haben wir uns jetzt noch nicht in unsichere Situationen gebracht. Aber wir waren auch nachts kaum draußen bisher, außer in Cartagena. Und hier werden wir auch nach Sonnenuntergang schön im Hotel liegen. Es wäre hier unvorstellbar, mit der großen Spiegelreflexkamera da vor den Augen rumzulaufen. Deswegen nehme ich auch das meiste hier im Urlaub in Kolumbien mit der GoPro auf. Einfach ein bisschen unauffälliger. Ja. Und zieht eh schon genug Blicke mit sich. Ich finde auch, Lena, ich weiß nicht, wie es dir geht, man spürt förmlich, wie jetzt gerade auch hier wieder in Medellín, dass das mal die gefährlichste Stadt der Welt war. Irgendwie, man fühlt es immer noch, oder? Zusammen mit dem Fakt, dass wir immer wieder unterwegs unsere Weiterreise planen müssen, führt dieses latente Gefühl der Unsicherheit dazu, dass wir hier in Medellín nur sehr wenig filmen. Dafür machen wir aber wieder mehr Fotos. Motive gibt es in dieser für uns einzigartigen Stadt zu Genüge. Wir laufen ziemlich planlos in der Millionenmetropole umher. So vergeht die Zeit wie im Fluge. Die 3 Tage, die wir hier verbringen, sind viel zu wenig, um der Stadt gerecht zu werden.
Ihr müsst euch Medellin so vorstellen. Eingekesselt von hohen Hügeln, die bis oben hin zugebaut wurden. Zwischen den Gebäuden schlängelt sich ein grüner Dschungel durch die Alleen, der sich manchen Hügel zurückerobert hat. Am zweiten Tag fahren wir in das ehemals gefährlichste Viertel der Welt, die Comuna 13. Zumindest tagsüber ist es hier wahrscheinlicher, von einem Magnetverkäufer über den Tisch gezogen zu werden, als in eine wirklich gefährliche Situation zu geraten. Wir fühlen uns sogar so sicher, dass ich meine Drohne fliegen lasse. Wegen eines Flughafens ist das im Großteil der Stadt nämlich nicht möglich. Gerade eben haben wir jetzt so die erste leicht seltsame Situation gehabt. Wir sind nach Miraflores gefahren, wo ich das einfach irgendwo gesehen habe. Hier gibt es eine Cable Car, hier gibt es Touren. Ja, wir fahren hoch und genießen ein bisschen die Aussicht. Der Taxifahrer hat gemeint, ja, er ist sich nicht so sicher, ob es da oben nicht gefährlich ist. Jetzt haben wir gerade eben erstmal noch unsere Karte für die Metro aufladen müssen. Wir fahren jetzt hoch, genießen ein bisschen die Aussicht und ich denke, dann werden wir gleich wieder runterfahren. Für die Kolumbianer ist die Cable Car übrigens ein ganz normales öffentliches Fortbewegungsmittel. So wurden in den letzten beiden Jahrzehnten auch die abgelegensten Armenviertel erreicht. Ein wichtiger Schritt für das ganze Land, um aus der Armut zu gelangen. Für uns ein sehr günstiges Highlight. Eine Fahrt kostet weit weniger als 1 Euro und ist in einem gewissen Zeitraum auch kombinierbar mit der Metro oder Bussen. Aus der Höhe bekommt man in ganz kurzer Zeit so viele Eindrücke präsentiert. Nur Fliegen ist schöner. Ja, der Taxifahrer wollte uns dann gleich wieder zurück zur Comuna 13 fahren, aber da waren wir heute schon. Und hat dann gemeint, ja, dort sind sie Touristen gewöhnt und da oben eben nicht. Ja, wie gesagt, wir werden hochfahren, vielleicht gar nicht mal die Kamera rausholen. Don't show your papaya. Und dann uns wieder schön schnell verkrümeln, dass keiner auf böse Gedanken da oben kommt. Krass. Ja, es sieht auch eigentlich genau gleich aus wie Comuna 13. Das ist gut gegangen. Aber wir sind auch nur in der Station geblieben. Viele schöne Bilder gemacht. Auf einmal kam noch herrlich die Sonne raus, hat das ganze Zentrum schön beleuchtet. Toller Abschluss des Tages, toller Abschluss in Medellin. Und jetzt geht's weiter nach Guatapé. Stopp, 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 nicht so schnell. Schon in San Gil entdeckt Lena, dass man in Medellin paragliden kann. Kurz die hiesigen Anbieter gecheckt, per WhatsApp angeschrieben und siehe da, sollte das Wetter am nächsten Morgen gut sein, melden sie sich. Wie ihr euch schon denken könnt, haben sie sich gemeldet und uns einen Fahrer geschickt. Für sage und schreibe 40 Euro pro Person, inklusive der Anfahrt, gehen wir 15 Minuten lang in die Lüfte.
tiempo. Cuando la vela a un lado, que salga y ahí sí le dice corra. Que está a la izquierda, pero no es lo mismo. Pero mire que no pasa nada. Wie hat es dir gefallen? Gut? Es war cool, aber mir war es ein bisschen zu wenig. Was? Mir funktioniert jetzt nicht. Zu wenig Adrenalin, Busfahrt gefällig. Unser nächstes Ziel, Guatape, ist nur 1,5 Stunden von Medellín entfernt. Dort soll es die schönste Aussicht der Welt zu bestaunen geben. Piedra del Peñol, der Fels von Guatape. Der Look aus den Ozarks und das Flair vom Bodensee. So lässt sich die Landschaft vielleicht am besten beschreiben. Zum Glück erreichen wir Guatape unter der Woche. Es ist herrlich wenig los. Das bunte kleine Dörfchen zeigt sich von seiner besten Seite. Auch wenn wir abends unseren ersten Regen in Kolumbien erleben. Früh am nächsten Morgen machen wir uns auf zum Felsen. 650 Stufen später sorgen die Wolken für eine kleine Enttäuschung. Wir sehen nichts. Wir warten ab und siehe da, es reißt auf. Von Guatape aus machen wir uns direkt über Medellín auf den Weg nach Manizales. Ja, und was soll ich sagen? Googelt mal, wie lange der Weg von Medellín nach Manizales dauert. Schaut euch diese Bilder an und denkt euch, wie das nächste Video beginnen wird. Danke fürs Einschalten, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.